Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. Es ging einfach alles so schnell und so einfach. Ich habe jeden Tag gespielt. Ich bin ein bisschen in Panik geraten, weil ich dachte, ich kann nicht geimpft werden. Bei Margit Zach-Schulz sind keine Allergien bekannt, als sie vor ihrer geplanten Darmspiegelung das Abführmittel zu sich nimmt. Sie reagiert heftig auf das darin enthaltene Polyethylenglykol. Ich habe ein Glas getrunken und dann bekam ich eine schlimme Allergie, also Atemnot, Anschwellen der Extremitäten. Das war also eine richtige Notfallsituation und musste auch behandelt werden mit Cortison und Antihistaminikum. Von einer Ärztin erfährt sie daraufhin, dass sie aufgrund dieser Reaktion wohl nicht gegen Covid-19 geimpft werden kann. Weil dieser Stoff, Polyethylenglykol, als Hilfsstoff in den Impfstoffen vorhanden ist. Im Allergiezentrum Hessen arbeiten Spezialisten aus verschiedenen Fachbereichen Hand in Hand, um Patientinnen wie Margit Zach-Schulz besser zu helfen. Margit Zach-Schulz auf dem Weg zu Professor Wolfgang Pfützner. Der Allergologe will herausfinden, ob die Krankenschwester geimpft werden kann oder nicht. Frau Zach-Schulz kam, weil bei ihr der Verdacht bestand, dass eine Allergie auf Bestandteile im Covid-19-Impfstoff vorliegt. Und das bedeutet, dass sie sonst nicht hätte geimpft werden können und dann ihrem Beruf nicht nachgehen konnte. Und das war für sie natürlich verständlicherweise ein großes Problem. Sie wollte also eigentlich gerne geimpft werden und wir mussten jetzt herausfinden, ob wirklich eine Allergie vorliegt oder ob man sie nicht auch impfen kann. Und hier würden wir den Impfstoff pricken. Beim Pricktest wird der Covid-Impfstoff auf die Haut geträufelt, zusammen mit 2 Kontrolllösungen. Und die Haut dann leicht eingestochen. Jetzt warten wir, ob eine Hautreaktion kommt. Ne? Das dauert ungefähr so eine Viertelstunde und dann kann man das auswerten. Man kann sagen, dass sie in verschiedenen Tests haben sie Reaktionen gezeigt, sowohl im Hauttest als auch in den Laboruntersuchungen. Das sind bei diesen Tests sozusagen nur Hinweise jetzt erstmal, keine Beweise. Ein Stoff, der auf der Haut eine allergische Reaktion hervorruft, führt nicht automatisch auch zu einer Reaktion, wenn er in den Muskel gespritzt wird. Eine Impfung in der Klinik unter Aufsicht von Anästhesisten und Allergologen scheint vertretbar. Und das hat uns dazu bewogen, weil auch die Patientin sozusagen dem zugestimmt hat, zu sagen, wir schauen, ob wir hier eine Impfung erstmal in kleinsten Mengen durchführen können, ohne dass es zu einer Allergie kommt. Was mich auch beruhigt hat, dass er vor der Impfung ein Antihistaminikum hat laufen lassen, eine Kurzinfusion, die schon mal so ein bisschen was abfangen sollte. Der Blutdruck von Margit Zach-Schulz steigt allerdings fast auf 180. Also das kann jeder nachvollziehen, der schon mal eine allergische Reaktion hatte oder in einen anaphylaktischen Schock geraten ist. Diese Situation eventuell noch mal erleben zu müssen, das ist so eine hohe Anspannung. Das war also sehr aufregend, aber die Leute um mich herum, das ganze Team, der Anästhesist, die waren wirklich so fürsorglich und gut, und so dass ich mich doch wirklich sehr, doch relativ sicher gefühlt habe. So, gut. Frau Zach-Schulz, ich würde Ihnen dann jetzt praktisch mal die erste Gabe, ist ja noch nicht so viel, ist erstmal nur 0,1 Milliliter. Einmal hier kurz sprühen. Der Impfstoff wurde fraktioniert gespritzt. Also das heißt in 3 kleinen Dosen. Dann gibt es jetzt den Pieks. Zack. Und immer mit einer halben Stunde Pause dazwischen, sodass man gucken konnte, kommt eine Reaktion. Und es gab keine Reaktion.
Gott sei Dank, ja. Also ist alles gut gegangen und ich hatte keine Reaktion. In der Pandemie konnten eine Menge Erfahrungen gesammelt werden mit Patienten, bei denen der Verdacht bestand, sie könnten allergisch auf die Impfung reagieren. Das Ergebnis ist erfreulich. Die umfangreichen Erfahrungen, die jetzt sowohl wir als auch andere Allergiezentren, mit denen wir uns immer eng austauschen, gemacht haben, ist, dass der weit überwiegende Teil der Patienten, bei denen der Verdacht bestand, dass hier vielleicht eine Allergie vorliegen könnte auf Inhaltsstoffe, das sehr gut vertragen. Das heißt, im Wesentlichen ist der Impfstoff nicht bedenklicher als jeder andere Impfstoff, den wir sonst auch verabreicht haben, was die Auslösung von Allergien angeht. Nach 6 Monaten bekommt Margit Zach-Schulz ihre zweite Impfung in der Klinik. Wieder ohne Reaktion. Sodass ich dann beim 3. Mal auch mit einer Kurzinfusion im Vorfeld beim Hausarzt geimpft werden konnte. Und ich bin der Klinik sehr dankbar. Wir haben Spaß auf der Arbeit. Ja, genau, ja. In der nächsten Folge. Der kleine Ruben leidet an schwerer Neurodermitis. Helfen soll ein Medikament, das erst ab 6 Jahren freigegeben ist. Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. In einer Woche haben wir 13.000 € gemacht. Ich habe jeden Tag gespielt. Ich habe jedes große Event gespielt. Diese Bitcoin hat einen Wertanstieg gehabt. Einen großen Wertanstieg. Da 200.000 € gewonnen, da 300.000 € gewonnen. Jeder macht Fehler und das ist dann auch bei uns passiert. All I hear, go get the